Ja, schau mal da, ein HRZ-Biker, aber nicht irgendeiner, sondern ein spezieller Ausbau von der Steffi. Und die Steffi, ja, die lebt quasi in diesem Auto. Sie ist Handwerkerin, so kann man es im großen Sinne mal sagen. Das heißt, sie kennt sich gut aus mit Bäumen, das kann man sagen, klettert auf Bäume und so weiter und hat das ganze Jahr zu tun. Sie will nicht aufs Video, das ist aber nicht so schlimm. Hallo Steffi. Hallo, Ja, das ist ein tolles Auto von HZ. absolut. Ich habe denen gesagt, was ich brauche für meine tägliche Arbeit und die haben das eins zu eins umgesetzt. Das ist ganz anders, muss man sagen. Also du hast die ganze rechte Seite ist Werkzeug. Das fängt an, hier, ich zeige es mal gerade mit der Wirtkiste, die hier vorne drin ist. Die ist wahrscheinlich voller Werkzeug, oder? Ja, die ist voller Werkzeug, auch linker Hand Euroboxen mit Vollauszug, Ja, zeig mal bitte. in dem Fall Schwerlastauszüge. Die sind drauf und die sind sehr, sehr tragfähig. Bis zu 250 Kilo. Auch wenn das Eigengewicht da drin nicht so groß ist, braucht man das aufgrund der Beschleunigungskräfte, damit alles sicher verstaut ist. Da oben, das ist ein ganz komplettes Büro mit Bildschirmarbeitsplatz, genügend Strom für unterwegs. Ich kann wunderbar autark sein. Solaranlage drauf, 480 Ampere-Stunden. Lithium? Nein, in dem Fall normale. Ich habe den Luxus, es ist ein 5-Tonner Allrad. 5 Tonner Allrad. Ja, du fährst ja ab und zu mal in den Wald rein, nicht nur ab und zu, sondern relativ oft. Da sind die Wege nicht so toll, wenn die gerade irgendwelche Bäume abtransportiert haben. Du kennst das? Ja, genau, deswegen der Allrad. Hier von ab Werk natürlich keine Sonderausstattung. Ist der gut, der Werksallrad für dich? Für mich völlig ausreichend, weil ich verlasse die Forstwege nicht. So, du bist auf Forstwegen. Ab und zu mal an die Grenzen gekommen? Bis jetzt noch nicht. Ja, das heißt also, du hast auch normale Reifen drauf, du brauchst ja keine BF Goodrich oder irgendwas, das sind die Serienbereifung? Das ist die Serienbereifung, aber ich spiele schon mit den Gedanken, dass der nächste Satz anders wird. Ich habe natürlich Sandbleche hinten drauf für den Fall der Fälle. Bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Also das heißt, Allrad funktioniert. Absolut. Bodenfreiheit? Reicht völlig für Forstwege. Also das heißt, ein Schlechtwegefahrzeug, so kann man sagen, so wird es, glaube ich, auch angeboten. Das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, ich sag mal 19 Sperren und allem drum und dran, aber ein toller Allrad. Ich fahre abseits der Wege, aber nicht Offroad und dafür absolut geeignet. So, du hast einiges modifizieren lassen. Du hast ziemlich genau gesagt, was du wolltest, gell? Ich habe denen genau gesagt, was ich brauche für meine tägliche Arbeit und die haben das komplett umgesetzt. Du hast eine Außendusche, die ist allerdings kalt. Innen hast du warmes Wasser drin. Was ist für eine Heizung drin? Es ist die Dieselheizung drin, die große. Ich habe noch zusätzlich oben eine Klimaanlage installieren lassen. Das hat den Grund, dass ich häufig ganzjährig unterwegs bin mit nassen Klamotten, nassen Seilen und die müssen dann aktiv getrocknet werden. So, die Feuchtigkeit geht dann besser raus. Ja, deswegen, damit alles aktiv trocken wird. Ja, es sieht schon cool aus. Das GFK-Dach oben drauf, dann die Klimaanlage, ganz futuristisch. Absolut. Gefällt mir. Ja, oben ist auch noch Solar. Oben ist Solar drauf. Ja, 200 Watt. So, das heißt, du stehst ja ab und zu mal da. Du bist so ganz inkognito bist du unterwegs. Du bist ja in ganz Deutschland unterwegs, muss man sagen. Du wirst wahrscheinlich abzugerufen zur Arbeit dann. Ja, genau. Und dann bin ich unter der Woche komplett autark unterwegs. Am Wochenende wartet dann das Büro. Das langt hier, der Scheinwerfer hinten, ist ja gut. Ja, der reicht völlig. Der reicht völlig. Also ein ganz zweckmäßiges Fahrzeug, oder? Total zweckmäßig. Also viele Sachen einfach auch, was im klassischen Wohnmobil nicht wäre, wie eine Durchreiche von 2,20 Meter bis Deckenhöhe, um sowas wie Stangen zu befestigen. Stark. Das heißt, du kannst bis oben hin, kannst du die Stangen hier reinstellen. Genau, und zwar ist aufrecht lagernd. Dann zum Beispiel extra für noch schwereres Werkzeug zum Verzurren, super stabil gebaut mit entsprechenden Zurösen. Rein theoretisch könnte ich daran auch ein Motorrad befestigen, das passt mir nur nicht dazwischen. Würde gehen. Würde gehen. So, brauchst du aber nicht. Du hast jetzt hier nochmal zusätzlich so Anti-Rutschmatten reingelegt. Das Ganze schützt das ja nochmal und ja, es dämmt auch nochmal ein bisschen, oder? Absolut, ja. Ist das Fahrzeug leise? Absolut leise. Also ich hatte vorher einen VW-Bus von Fahrgefühl und Fahrgeräusch, kein Unterschied. So, das heißt also PKW-mäßig fährt sich wahrscheinlich wie SUV oder sowas. Absolut. Das sind coole Aufkleber hier. Wo hast du denn die her? Internet. Echt? Ja,
Und zwar sind es keine Aufkleber, sondern ich glaube bis zu 400 Einzelnoppen. Ja. Die kann man immer wieder abnehmen und wieder dran kleben. Echt? Ja. Stark. Okay, das hält, ja. Muss ich unbedingt mal gucken. Also ich lerne immer neue Sachen. Ja, die Toilettenintegration ist schön. Das heißt, der hängt jetzt direkt am Haupttank dran, die Toilette? Ja, 100 Liter Frischwasser und 80 Liter Abwasser. Abwassertank natürlich beheizt, weil Ganzjahresfahrzeug. So, die Lieferzeit war ja schon kräftig oder wo wurde der bestellt? 1,5 Jahre, Muss man warten, gell? ja, aber das ist okay. So, du hast mir erzählt, der hat dir in diesem Jahr schon den Hintern gerettet oder im letzten Jahr, denn die Hotels waren nur auf dem Papier geöffnet, oder? Viele. Viele Hotels waren nur auf dem Papier geöffnet und wenn man gewerblich viel unterwegs ist, Hotels hatten nur für Geschäftsreisen zum Teil geöffnet, wenn man eine ganze Woche blieb. Ich bin selten eine Woche vor Ort. So, komm, wir gehen mal gerade rein, denn drinnen ist es wunderschön. Ich zeig mal gerade hier der Träger. Du fährst selber Fahrrad? Ja, Okay, jetzt im Moment ein bisschen kalt, oder? jetzt im Moment ein bisschen kalt. Du ja, bist Handwerker, das ist ganz spannend. Geht auf Bäume raus, da oben schläfst du drin, gell? Korrekt? Das geht ja wie von Zauberhand rauf und runter. Da ist also ein richtiger Stuhl mit dabei. Das heißt, du musst gar nicht drehen vorne. Nein, ich muss nicht drehen vorne. Du musst nicht drehen. Das heißt, du sitzt hier, da vorne hast du deinen Bildschirm mit dran, kannst also Computerarbeitsplatz machen. Das ist dieses tolle Hochbett, was ich schon ein paar Mal gefilmt habe. Die Elektrikeinheit, das funktioniert. Wie am Schnürchen. Gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Auto ist noch nicht so alt, oder? September letzten Jahres habe ich den erhalten. Und jetzt, was ist schon runter? Was hast du ungefähr? 16.000 Kilometer. Echt? Ja, Betriebsfahrzeug. Ja, glaube ich dir. Stark. Also du lebst hier quasi komplett drin, fast das ganze Jahr? Ja, es ist ein Ganzjahresfahrzeug. Deswegen auch von Heizung, Klimaanlage alles so ausgelegt, dass man das ganze Jahr über arbeiten kann. Stark. Ich zeig das mal gerade hier vorne. Hast du denn noch Werkzeuge und so weiter? Warte, ich drehe mal gerade das Licht ein bisschen auf. Ein bisschen mehr Platz. Denn ich sag mal, das Ganze ist ja so jetzt angelegt. Da oben ist die Klimaanlage drin. Du brauchst ja dann schon, ich sag mal, Landstrom, wenn du den dann betreibst. Das heißt, hast du ab und zu mal Landstrom? Ja, das ist manchmal bei meinem Auftraggeber kein Problem, sich da auch dran zu hängen. Also du stellst dich dann hin, guckst dir das Ganze an. Das ist so typisches Werkzeug, was du hast. Das heißt, du hast also ganz viel Material zum Klettern. Das musst du alles abhängen. Das ist gut mit den Airline-Schienen, gell? Das ist erstklassig mit den Airline-Schienen, wenn man wirklich individuell dann das auf den entsprechendes Werkzeug einstellen kann. So, jetzt gehe ich mal kurz nach vorne. Du hast einen Kühlschrank drin, einen Kompressorkühlschrank. Ist das ein Kühlschrank hier? Ja, das ist ein Kühlschrank von Engel. Ist der cool. Hab ich nie gehört, Engel. Das macht kalt, oder? Der im Sommer wie Winter kalt, der ist mal für die Wüste entwickelt worden. Also der funktioniert wirklich. So, überall Auszüge. Jetzt hast du hier Schwerlastauszüge, das wolltest du mir mal zeigen. Warte, ich gehe mal kurz nach vorne. Die gehen noch ein gutes Stückchen raus und da hast du jetzt zum Beispiel Kameras und für deine Arbeit alle Sachen, gell? Genau, richtig. Das sind Schwerlastauszüge, das war auch ein Sonderwunsch von mir. Das wurde 1:1 umgesetzt. Geht komplett auf und da passt das ganze Werkzeug rein. So, da hast du aber nicht nur einen, sondern ich zähle mal gerade durch. 1, 2, 3 Stück. Die sind mit drin. Und dann Da oben ist das Klettermaterial. Klettermaterial nochmal mit drin. Und überall natürlich deine speziellen Aufkleber mit den Haken mit drin. Ja, das ist da. Wenn du mal gerade so lieb bist, mir den Kopfhörer nochmal kurz aufsetzt, sei mal so nett. Dankeschön. Das ist aber lieb. So, gerade mein Kopfhörer runtergegangen. Ja, interessant ist hier deine Küche. Die ist ja richtig süß. Also ich hatte früher, als ich Azubi war, hatte ich auch mal so eine Küche. Aber man lernt auf kleinem Raum klarzukommen, oder? Mir reicht es vom Stauraum völlig. Also es ist funktional, passt alles. So, du hast dann auch hier gleich einen ausziehbaren Hahn. Und damit kann man dann auch Haare waschen, sich selber waschen und so weiter. Damit kommt man schon klar. Dann hier vorne ist auch zum Zähneputzen und Co. Ja, man braucht ja auch keine 3 Spülbecken. Also das ist ja wirklich, du kannst ja dann im Spülbecken auch die Zähne putzen, gell? Wichtig war mir halt einfach, das Fahrzeug soll unter 6 Meter sein, weil die Kurvenradien in Parkanlagen und Forst ist manchmal nicht ausreichend. Ich dafür ein bisschen eher in die Höhe gehen. Und dann muss man Kompromisse machen. Das Wichtigste war, dass ich einfach alles unterkriege, was ich für die Arbeit benötige.
Eine vollwertige Fahrzeugdusche wäre halt schön gewesen, aber dann hätte ich diesen Kompromiss 6 Meter nicht mehr gehen können. Das ist so. Ja gut, aber ich meine, das war ja deine Entscheidung, du hast da lange genug drauf gewartet. Also wenn man das Ganze sieht, das ist wirklich toll. Überall Schubladen. Das heißt, auch das Design hier mit dem Dunklen, das passt, glaube ich, zu deiner Arbeit. Ja, das hast du selbst gewählt? Oder? Das habe ich selbst gewählt. Das hat auch einen Hintergrund, dass man von draußen nicht so ganz die inneren Werte sieht. Durchs Fenster sieht man wirklich nicht viel. Das war ein Sonderwunsch von mir. Und das ist das, was mich die ganze Zeit begeistert hat, weil viele sagen ja, ah ja, ihr Wunsch wird erfüllt. Das ist hier nicht ein doofer Spruch gewesen. So, es war jetzt totaler Zufall. Wir haben ja bei HZ gefilmt und jetzt sehe ich dich hier. Das heißt also, die Entscheidung für HZ, wie hast du die getroffen? Das ist witzig. Ich habe ewig gesucht im Internet und im heutigen Internetzeitalter. Und dann habe ich gehört, dass die behindertengerechte Sachen ausbauen. Und dann habe ich gewusst, behindertengerecht bedeutet, da geht nichts von der Stange. Und dann habe ich gedacht, dann können die sich auch auf solche speziellen Erfordernisse, die ich habe, einstellen. Und das hat sich bewahrheitet. Steffi, mach mal kurz runter. Das ist ein Traum. Das geht mit einer Hand und geht wirklich wie von selbst. Und du hast eine riesen Liegefläche, gell? Vor allem, weil ich hier die ganze Zeit meistens alleine unterwegs bin. Das ist echt ein King-Size-Bett. Ein King-Size-Bett. Wow. Ist es leise, das Fahrzeug innen? Oder ich sag mal, die Fenster und so, man hört so ein bisschen noch, was draußen los ist? Nicht, wenn sie geschlossen sind. Hast du jemals Angst, allein zu stehen? Nein. Passiert nichts, oder? Erstens passiert nichts und zweitens sind noch ein paar Special Features. Ich habe zusätzliche Schlösser einbauen lassen in die Türen, das heißt, ich kann mich hermetisch einsperren. In den Wohnmobilfenstern befinden sich Querstangen, das heißt, da braucht man schon eine Flex, um reinzukommen. Dann habe ich noch einen Gaswächter, aber auch einen CO2-Wächter drin. Cool, ich bin ganz beeindruckt. Komm, ich gehe mal raus, ich gehe mal hier zu der Seite raus. Dann machen wir mal die Abmoderation. Ja, tolles Fahrzeug, HZ, nichts von der Stange. Das hier sind die Querstangen, die drin sind. Die kenne ich normalerweise so als Rausfallschutz. Werden die oft gemacht, aber hier sind die zusätzlich nochmal in Edelstahl. Also das heißt, da kommst du nicht durch, oder? Da kommt man nicht durch. Da braucht man eine Flex. Also da braucht man richtig Gewalt. Und wenn ich mal die Schiebetür zumache, dann zeige ich mal die Extraschlösser. Ja, mach mal zu. Oh ja, die kenne ich. Ja, aus der Fraktion hier kommst du nicht rein. Das ist so der. Und das sind nicht die Standardschlösser, wo du die Schlüssel einfach so kriegst, ja. Das heißt also, derjenige, der hier rein will, der sieht schon, er hat mehr Aufwand, da hat er keinen Bock. Genau, das war die Idee. Und vorne hast du keine Angst, dass die vorne durchkommen? Da würde ich aufwachen, wenn die Fenster aufmachen. Irgendwann mal kommen sie rein, ja, aber wenn Ja, aber da wo ein Wille, dann auch ein Weg, aber meistens geht es ja drum und schnell rein und schnell raus. Aber die Türen sind auch von innen verschlossen mit denselben Schlössern. okay. Zusätzlich. Ja, die sind aber innen verbaut. Soll ich mal die Beifahrertür aufmachen? Ja, mach mal auf. Weil das interessiert ja natürlich viele Leute, die. Ah, krass, die kannst du einfach zumachen und kannst sie nochmal abschließen. Das heißt, selbst wenn jemand Fenster einschlägt, macht er sich eher blutig als. Genau das. Ja, toll. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Gut, du bist ja Handwerkerin, da ist es nicht so wild. Ein Safe hast du auch eingebaut, der zeigen wir nicht wo. Und das Ganze ist drin. Ja, schön. Die Fiamma, die war schon öfter mal draußen. Ja, die Werkzeuge können dann mal auch getrocknet werden unter der Markise, wenn ich irgendwo stehe, mal ausgehängt werden. Steffi, 16. März 2021, HRZ Biker. Länge sind 6 Meter, richtig? Und Gesamtgewicht sind, das ist, glaube ich, das schwerste Fahrgestell, was es gibt, oder? Was hast du? Ja, vom Sprinter glaube ich ja. Ist halt ein 5-Tonner. Ja, und das mit der Klimaanlage, ich komme ja da gar nicht drüber weg, auf das Aufbaudach. Das haben die direkt gemacht, ab Werk? Ja, nach meinem Wunsch. Auch eine große Doppelkolben-Klimaanlage, das heißt also die größte, die drauf ist, die auch sehr leise ist, gell? Die ist sehr leise, ja. Aber mir war es nicht eigentlich um die Klimaleistung an sich selber, sondern es ist auch die beste Leistung, was eben Entfeuchten, aktives Entfeuchten.
Ja, vielen, vielen Dank für den netten Rundgang. Morgen um 6 geht's wieder los. Morgen um 6 geht es wieder los. Ja, was war der Grund, warum du hier stehst? Warst du noch einkaufen? War noch kurz einkaufen und kam gerade von einem Kundentermin und morgen früh um 7 haben sich südlich von München die nächste Arbeitsstelle. Ja, viel Erfolg. Tschüss. Danke, tschüss.